Wie Haldenwang mischte sich Cramer auch hemmungslos in den politischen Tageskampf ein. Er beschimpfte 1/5 der deutschen Wähler als Bodensatz, als braunen Bodensatz. Er rief den AfD-Prüffall aus, ohne rechtliche Grundlage. In einer internen E-Mail erklärte der zuständige Referatsleiter, Herr Cramer habe das zuständige Referat, Zitat, bewusst außen vor gelassen. Die Materialsammlung des Herrn Cramer stammt von Herrn Cramer selbst. Und nicht einmal gegenüber seiner Behörde erklärt er die Herkunft dieses Materials. Und dann lässt er ein zentrales juristisches Gutachten verschwinden, wo alles das verurteilt wird. Meine Damen und Herren, das ist keine sachliche Prüfung einer Gefahr für die FDGO. Das ist Cramers persönlicher, fanatischer Krieg gegen die AfD. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Habt ihr euch jemals gefragt, wie weit der Verfassungsschutz gehen darf, um eine Partei klein zu kriegen? Beatrix von Storch legt heute gnadenlos offen, wie Haldenwang und Cramer nicht nur demokratische Grundsätze gefährden, sondern ein System des Machtmissbrauchs aufbauen. Warum solche Zustände eine echte Gefahr für unser Land sind und was das über unsere Demokratie sagt, erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt unbedingt dran, lasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das wird spannend. Auf geht's! Schutz in seiner jetzigen Form schützt nicht die Demokratie, er ist eine Gefahr für die Demokratie. Diese Gefahr wird durch zwei Personen verkörpert. Ex-Verfassungsschutzchef Haldenwang und den Thüringer VS-Präsidenten Cramer. Haldenwang steht für die rücksichtslose Instrumentalisierung des VS für parteipolitische Interessen und Cramer für einen obsessiven, persönlichen Kreuzzug gegen die AfD. Wir erinnern den Hintergrund von Haldenwangs Ernennung im November 18. Die Union hatte Stimmen verloren an die AfD. Bei der Bundestagswahl 1 Million und bei der Landtagswahl in Hessen 18 100.000. Unsere Umfragewerte stiegen immer weiter an. Im November 18 waren wir schon bei 16% und die Union stürzte weiter ab um 22% oder 7 Punkte auf 25%. Deshalb beschloss die Merkel-Regierung, den Inlandsgeheimdienst als Waffe gegen die AfD einzusetzen, erfand die Hetzjagd-Lügen von Chemnitz und ersetzte Maaßen durch den willfährigen Handlanger Haldenwang. Der Kampfauftrag für den treuen CDU-Parteisoldaten war klar. AfD diffamieren, ächten, ausgrenzen und ihre Wahlergebnisse drücken. Und der bekanntermaßen Entschuldigung, strunzdumme Haldenwang hat das auch noch öffentlich zugegeben. Nicht allein, Zitat, nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Nicht allein, hat er gesagt, aber er ist zuständig, und zwar wesentlich. Für seinen treuen Dienst für die Union darf er nun für die CDU, für den Bundestag kandidieren. Und als wir dachten, schlimmer wird es nicht mehr, da kam die Apollo-Enthüllung über den Präsidenten des Thüringer Verfassungsschutzes, Cramer. Es verschlägt jedem Demokraten schier die Sprache. 2015 nimmt der Sozialpädagoge aus der aktiven Rockerszene gemeinsam mit einem Putin-nahen extremistischen Netzwerk Nachtwölfe an einer Kranzniederlegung für Gefallene der Roten Armee teil. Der Verfassungsschutz weiß das und macht ihn kurz darauf zu seinem Präsidenten. Im Jurastudium war er gescheitert. Das ist fast schon eine Lappalie, dass er nicht nur persönlich, sondern auch fachlich ungeeignet und unqualifiziert ist. Als VS-Präsident errichtet er dann ein Regime aus Angst und Einschüchterung. 1/5 der Belegschaft hat den VS Thüringen verlassen. Die Referatsleitung Rechts- und Linksextremismus unbesetzt seit 3 Jahren. Ein Disziplinarverfahren wird gegen ihn eröffnet und er wird als Sicherheitsrisiko eingestuft. Der Chef des VS. Einem Mitarbeiter hat er offenbar Gewalt körperlich angedroht. Und was passiert? Nichts. Kein Dementi, kein Rücktritt, kein Kommentar.
großes Schweigen, so wie hier jetzt auch. Und dass die öffentliche Debatte ausbleibt, das ist der eigentliche Skandal. Der Totalausfall der öffentlichen Kontrolle durch die Medien, selbst dann, wenn Rechtsstaat und Demokratie gerade brechen. Wie Haldenwang mischte sich Cramer auch hemmungslos in den politischen Tageskampf ein. Er beschimpfte 1/5 der deutschen Wähler als Bodensatz, als braunen Bodensatz. Er rief den AfD-Prüffall aus, ohne rechtliche Grundlage. In einer internen E-Mail erklärte der zuständige Referatsleiter, Herr Cramer habe das zuständige Referat, Zitat, bewusst außen vor gelassen. Die Materialsammlung des Herrn Cramer stammt von Herrn Cramer selbst. Und nicht einmal gegenüber seiner Behörde erklärt er die Herkunft dieses Materials. Und dann lässt er ein zentrales juristisches Gutachten verschwinden, wo alles das verurteilt wird. Meine Damen und Herren, das ist keine sachliche Prüfung einer Gefahr für die FDGO. Das ist Cramers persönlicher, fanatischer Krieg gegen die AfD. Cramer und Haldenwang sind Symptome eines kranken Systems, institutionalisierten Machtmissbrauchs. In keiner anderen westlichen Demokratie darf der Inlandsgeheimdienst gegen die Opposition eingesetzt werden. Denn was unterscheidet eine Demokratie von einer Diktatur? In einer Demokratie entscheidet über das Schicksal einer Partei der Wähler und in einer Diktatur der Geheimdienstchef. Und jetzt denken Sie einmal ganz kurz scharf darüber nach, in welche Richtung wir uns gerade entwickeln. Wenn Sie hier heute diese Debatte nicht dazu nutzen, um zuzugeben, dass dieser Verfassungsschutz und das Haldenwang und Cramer eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sind, nicht mal jetzt in Bezug auf diese Person, dann sind Sie eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Vielen Dank. Frau von Storch, da Sie es scheinbar immer noch nicht gelernt haben, dass wir persönliche Beleidigungen nicht akzeptieren. Sie haben Herrn Haldenwang als strunzdumm bezeichnet. Dafür haben Sie einen Ordnungsruf verdient. Jetzt hat das Wort für die SPD-Fraktion Carmen Wegge. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Damen und Herren! Wir werden heute wieder und den Thüringer VS-Präsidenten Cramer. Haldenwang steht für die rücksichtslose Instrumentalisierung des VS für parteipolitische Interessen und Cramer für einen obsessiven persönlichen Kreuzzug gegen die AfD. Wir erinnern den Hintergrund von Haldenwangs Ernennung im November 18. Die Union hatte Stimmen verloren an die AfD. Bei der Bundestagswahl 1 Million und bei der Landtagswahl in Hessen 18 100.000. Unsere Umfragewerte stiegen immer weiter an. Im November 18 waren wir schon bei 16% und die Union stürzte weiter ab um 22%.